Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von eurem Saxophon-YouTube-Channel oder von Saxbrick oder saxvideotraining.com, der Lernplattform im Internet für Saxophon. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es ein neues Video. Ich mache so ein kleines Blue Bossa Workout mit euch. Blue Bossa ist ein sehr beliebtes Stück, so ein super Hit für die Saxophonisten, für Tenor und auch für Alt. Heute werde ich ein bisschen mit dem Tenor spielen. Ich habe aber auch Noten fürs Altsaxophon, also wenn ihr Altsaxophon spielt, könnt ihr euch da unten auch die Noten runterladen und könnt die ausdrucken und vielleicht direkt mit dem Video mitmachen. Ja? Die Noten, die ihr hier auf dem Bildschirm seht, das ist alles für Tenorsaxophon. Ja? Ich erkläre das auch für Tenorsaxophon, ihr müsst es halt übertragen. Es ist eine andere Tonart, ihr müsst alles eine Quinte höher denken. Das könnt ihr aber auch dann dementsprechend auf der Note sehen. Ne? Könnt es einfach übertragen und das, was ich hier erkläre, das können wir dann auch fürs Altsaxophon machen. Gut, ich hoffe, ihr seid fit. Schnappt euch euer Saxophon. Es gibt auch gleich ein bisschen was Praktisches zum Mitspielen. Also wir machen direkt eine Übung und wir spielen auch die Melodie ein bisschen zusammen. Und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, den Kopfhörer aufsetzen und direkt auch mit mir mitspielen. Ist so ein bisschen wie eine Saxophonstunde in der Musikschule. Ne? Können wir so machen. Okay, Blue Bossa, der Superhit. Ja? Was gibt es dazu zu sagen? Das ist erstmal ein ganz einfaches Stück. Eigentlich einfach. Es gibt in diesem Lied eine Stelle, wo die Tonart wechselt und da haben die meisten Probleme. Also einfach so quasi diese Idee, die man gerade spielt, in die neue Tonart zu übertragen, ist schon mal sehr schwer. Überhaupt in dieser anderen Tonart zu spielen, ist schon für viele schwer, weil es geht nach das klingend Des-Dur. Klingt schrecklich, ne? Klingend Des-Dur ist für uns Tenorsaxophonisten ist es in S-Dur klingend und für die Altsaxophone ist es in B-Dur. B-Dur geht ja noch, ne? Das sind zwei Bs, S-Dur sind drei Bs, es geht noch, ja. Kann man irgendwie noch hinbekommen. Okay, das ist eine kleine Reihe von Videos. Wir machen, oder das habe ich vor, das ist noch nicht fertig, aber während ich dieses Video mache, denke ich, es gibt 3 Videos. Das erste Video heute, das beschäftigt sich mit der Melodie. Wir werden also ein bisschen das Lied auschecken, wir werden das lernen. Wie lernt man das? Die Melodie können wir auswendig lernen. Ist auch nicht so schwer, das machen wir heute. Wir gucken uns im zweiten Video die Form an. Also wir checken, okay, welche Form hat das Lied, welche Akkorde oder Tonleitern gibt es da drin. Und dann werden wir auch schon in Richtung dieser Modulation gehen. Werden wir gucken, okay, das moduliert in diese andere Tonart, wie komme ich da rein? Und vor allem, was ganz wichtig ist, nicht nur, dass ihr es versteht, sondern es geht darum, wie könnt ihr das üben? Damit ihr das bei der Jam-Session, wenn ihr mal spielt oder mit der Band spielt, damit ihr da nicht so schnell rausfliegt. Oder am besten überhaupt nicht mehr rausfliegt. Ja? Das ist ja eigentlich das Ziel. Dass ihr so sicher seid, dass ihr wisst, okay, an der Stelle muss ich in diese Tonart switchen und die ist so safe, dass mir da gar nichts passieren kann. Ne? Ich fliege einfach nicht raus. Und da habe ich so ein paar Ideen, wie ihr das üben könnt, ein paar Übungen für euch. Genau. Und im letzten Video habe ich mir gedacht, da könnten wir sowas machen wie so Ideen spielen über Blue Bossa. Also nicht nur das Material kennenlernen und dann mit dem Material irgendwas machen, sondern wie so eine Strategie oder eine Übemethode, wie ich eben das Ganze musikalisch machen kann. Wenn ich eine Phrase mir nehme, wie kann ich diese ganze Phrase über die Phrase über das ganze Stück spielen, wie kann ich das verändern, die Phrase, je nachdem, was für ein Akkord kommt und so weiter. Also ich habe da so eine ganz gute Idee, wie man das machen kann. Das kommt dann im dritten Video. So, okay, legen wir los. Habt ihr Saxophon? Ich trinke noch mal was. Könnt ihr euch auch noch einen Kaffee holen. Und dann können wir das mal ausprobieren. Ich habe hier auch die Note, wie ihr schon sehen könnt. Das ist eigentlich eine ganz kurze Melodie, die ist nur 16 Takte lang. Das ganze Stück ist nur 16 Takte. So, und vielleicht seht ihr das auch schon. Also, es gibt so verschiedene Teile, wenn ihr da auf die Akkorde guckt, die wiederholen sich. Ne? Wir werden jetzt erstmal die Melodie zusammen spielen. Wenn ihr Lust habt, spielt mal mit. Ich habe auch ein Playback dabei. Das ganze Material, diese Noten und das Playback, das könnt ihr wieder wie immer da unten runterladen. Ihr findet einen Link in der Beschreibung. Dann könnt ihr drauf gehen und dann kommt ihr auf eine Seite. Da könnt ihr euch das runterladen. Ja? Okay, wir machen das mal zusammen. Wenn ihr Lust habt, spielt direkt mit. Für die Altsaxophone ladet euch erstmal die Note runter. Könnt ihr das Video stoppen. Und dann könnt ihr auch mit den Noten, fürs Altsaxophon, die S-Noten, könnt ihr auch mitspielen, wenn ihr Lust habt. Ja? Okay.
Ihr müsst auch die Rhythmik jetzt gar nicht perfekt da spielen. Versucht einfach ein bisschen die Noten zu lesen und irgendwie mitzukommen. Ja, ihr hört ja, was ich mache. Habt ihr wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, könnt ihr euch dranhängen. Ja? Okay, Playback an und dann geht's los. Ja, ich muss es erstmal starten, das dauert einen Moment. Okay, was haben wir hier? Zack. 2 Takte wird eingezählt, dann geht's los. So, das war wahrscheinlich jetzt nicht zu schwer, nehme ich mal an. Ne? Vielleicht die Rhythmik ein bisschen, die Noten, diese Linien, die ihr da seht, nicht allzu schwer. Ne? Es gibt ein paar Vorzeichen, aber alles noch ganz gut im Rahmen, ne? Des Möglichen. Okay, jetzt gucken wir uns mal den Melodieverlauf an. Und um eine Melodie auswendig zu lernen, ist es manchmal ganz gut, wenn man bestimmte Teile der Melodie eliminiert. Wenn man einfach sagt, okay, zum Beispiel, ich lasse jetzt erstmal, als ersten Schritt lasse ich mal die Rhythmik weg. Ich gucke mir mal nur die Noten an und gucke mal, wie diese Melodie, wie die Noten da, wie die Melodielinie verläuft. Ja? Die Rhythmik ist mir erstmal egal. Ich lerne erstmal einfach die Bewegung und vielleicht auch die Griffe dafür am Saxophon. Ja? Jetzt können wir mal gucken, ich habe euch das auch hingeschrieben. Das ist dann, zum Beispiel hier habe ich das genannt, die Easy Melody. Ja? Das sind eigentlich nur die Melodiebewegungen, ohne die Rhythmik. Ja? Ich spiele es mal vor. Das war die erste Reihe. Ja, zweite Reihe. Jetzt kommt dieser Tonartwechsel. Und die letzte Reihe. Diese Melodielinie ohne die Rhythmik, das hilft manchmal, sich die Sachen besser zu merken. Ja? Man hat ja auch immer beim Saxophon diese Griffbilder. Ne? Das sind eigentlich alles so Bewegungen, die man macht, die Hand macht. Und wenn ich eben zu viel Info habe, Griffbilder, Melodiebewegung plus Rhythmik, dann ist es manchmal schwerer, sich das zu merken. Es kann aber auch, wenn ihr schon fortgeschritten seid und wenn ihr, sagen wir mal, ihr hört die Melodie ein paar Mal und könnt die nachsingen, dann ist es eigentlich egal, ob ihr die Rhythmik direkt mitmacht, weil ihr habt die im Ohr, ne? Ihr versteht die Rhythmik und könnt die eben nachsingen. Dann könnt ihr es auch natürlich direkt mit dieser Melodielinie auch rhythmisch spielen. Ja? Wir machen das jetzt aber erstmal ohne die Rhythmik und wir gucken uns mal an, wie die Melodie verläuft. Also, wir haben erstmal so eine Art Tonleiter. Ihr seht schon, ihr seid in der Tonart hier drin, da ist vorne ein B. Man könnte jetzt sagen, okay, Tonart mit B ist F-Dur. Könnte sein, ne? Aber wir haben ein Mollstück, das Ganze ist in Moll. Also es ist also nicht in F-Dur, sondern in D-Moll. D-Moll und F-Dur sind Paralleltonarten. D-Moll ist die parallele Molltonart zu F-Dur. Oder andersrum, F-Dur ist parallele Dur zu D-Moll. Ne? Das ist schon mal gut, wenn wir das wissen. Trotzdem haben wir hier dieses B. Und diese Molltonart, die parallel ist, die nutzt die gleichen Töne wie diese Dur-Tonart. Ne? Das heißt also, eigentlich sind wir in F-Dur.
Da ändert sich an den Tönen gar nichts. F-Dur könnt ihr wahrscheinlich spielen, ne? Wenn man mit B spielt, hier vorne den Finger aufs B, dann spielt ihr F-Dur mal hoch. Easy, ne? So Basics. Und jetzt können wir mal gucken, jetzt lassen wir den ersten Ton mal weg. Erstmal weglassen und wir spielen mal hier von dem A hier hoch, hier runter. Ja? Also wenn ihr das seht, vom A einfach eine Tonleiter runter bis zum B. Ne? Das kann man sich schon mal merken. Also A geht's los, ihr spielt runter die Tonleiter bis zum B und dann macht ihr einen Sprung zurück zu dem A. Also ihr springt zum ersten Ton, bei dem ihr begonnen habt, zurück. Ihr springt zurück zum A und dann geht ihr noch einen Ton tiefer. Super. Das ist ziemlich einfach, ja? Jetzt habt ihr hier auf dem G aufgehört. Okay. Nächste Phrase beginnt mit dem gleichen Ton auf dem G. Ja? Wenn ihr das seht, das hier, dieser Verlauf hier nach unten, diese Linie nach unten bis zum B, dann hoch zum ersten Ton hier und dann einen zurück, einen tiefer. Das gleiche passiert hier in der zweiten Zeile, einfach einen Ton tiefer. Ja? Jetzt fangt ihr auf dem G an. Runter bis zum A. Also alles, was ich in der ersten Zeile gespielt habe, spiele ich jetzt einen Ton tiefer. Und jetzt springe ich wieder zum ersten Ton zurück, zu einem G. Super, easy. Ja, jetzt haben wir schon mal die Hälfte, die ersten zwei Zeilen ist die Hälfte des Stückes. Ja? Weil das ganze Lied hat nur 16 Takte. Das ist eine sehr kurze Form. Jetzt können wir das erstmal üben. Jetzt haben wir ja diese zwei Linien. Die erste war von A runter zum B und dann wieder hochspringen zum ersten Ton, zum A. Jetzt bin ich auf dem G. Jetzt fange ich beim G an, bei dem ich aufgehört habe. Dann mache ich es genauso. Ich gehe runter und springe dann wieder zum ersten Ton, wo ich angefangen habe, zum G. Ja? Easy. Ne? Machen wir es nochmal zusammen von A, also von Anfang. Jetzt von dem G los. So. Der einzige Ton, der uns jetzt noch fehlt, ist dieser Anfangston. Und der ist auch eigentlich einfach zu merken, weil wir fangen ja hier mit der Linie oben beim A an. Und das ist einfach das A oktaviert unten dran. Ne? Das ist ein Oktavsprung. Jetzt kommt G. So. Jetzt sind wir bei diesem Ton, beim F. Ja? Und jetzt machen wir das gleiche Spiel, was wir eben schon hatten, mit diesem immer weiter spielen, da wo wir ankommen. Das machen wir jetzt auch nochmal. Und zwar beginnen wir die nächste Phrase vom F, gehen auch wieder runter. Da ändert sich jetzt ein bisschen was am Schluss, aber ist die gleiche Bewegung. Ne? Wir fangen beim letzten Ton, wo wir waren, fangen wir wieder an, gehen runter. Diesmal ist es ein bisschen anders, weil wir gehen in eine andere Tonart rein. Und zwar, das sage ich euch jetzt mal, welche Tonart das ist. Ihr seht es vielleicht auch hier. Das ist diese Stelle. Für uns Tenorspieler oder Sopranspieler in B, ist das die Tonart S-Dur. Das hier, diese drei Akkorde, ist eine 2-5-1-Verbindung in S. Ja? Also diese ganze Zeile befindet sich in S-Dur. Das ist unsere Tonart, die wir brauchen. Wenn ihr S-Dur spielt, braucht ihr 3 Bs. Ja? Ich fange mal an bei S, dann kommt F, G, dann kommt das Ass, das ist das nächste G, dann kommt das B hier und der Rest ist eigentlich so normal C, D und hier wieder S. Ja? Okay, wir machen das mal. S, F, G, dann kommt das Ass, das B und das C. D hier oben mit Oktavklappe und wieder S. Und dann haben wir S-Dur gespielt. Und wir können es auch mal runterspielen. Ja,
S-Dur. Nicht so schwer, ja. Kannst du vielleicht ein paar Mal hin und her spielen. Dann kriegst du es in die Finger rein. Ne? Du kannst auch natürlich dir die Noten suchen. Findest du auf jeden Fall, wenn du S-Dur im Internet auf Google eingibst, dann findest du sofort irgendeine Tonleiter, wo du die auch lesen kannst. Wir brauchen erstmal nur das, was hier steht. Ne? Ich habe jetzt nicht die komplette S-Dur-Tonleiter hier aufgeschrieben, ich habe nur das, was in der Melodie drin ist, aufgeschrieben. Also, wir wissen, wir fangen auf F an. Ja? Wir haben die Töne von dieser neuen Tonart. Da ist natürlich ein S drin in S-Dur. Ne? Hier ist auch ein B, weil das B gilt hier, das steht am Anfang der Zeile, es gilt für alle Noten. Für alle Hs gilt immer das B hier drin, ja, weil es die Tonart ist. Also hier ist ein B, dann haben wir das As. Und es bleibt hier auch As. Ne? Also hier steht ein As davor, vor dem A, ein B davor. Der nächste Ton bleibt As, ne? Es ist nicht aufgelöst. Dann das G, C, B, B. Ja? Okay, was haben wir? Wir spielen von F die Tonleiter runter bis zum As. Oder wir bleiben erstmal beim B stehen, das ist viel besser. Dann gehen wir noch einen tiefer. Das ist so, das kann man ein paar Mal wiederholen, dann kann man sich's merken. Also As, As, G, C, B, B. As, As, G, C, B, B. Okay, setzen wir mal die ganze Reihe zusammen, von oben vom F. Gut. Die letzte Reihe, da haben wir auch ein bisschen was anderes. Da haben wir vom B geht's da los. Das sind aber nicht viele Töne, das sind immer nur, sage ich, nur zwei Töne. B und A. Und C, also 3. Da kann man den ersten Takt erstmal lernen. B, A, C. Und das kommt hier im zweiten Takt eigentlich nochmal, bloß mit einem B davor. Also einmal nur B. Jetzt zwei Bs. Und dann BA. Gut. Wir gucken uns jetzt nochmal hier die Melodie an im Original. Und dann schauen wir mal jetzt auch ein bisschen mit. Wir können jetzt auch mal die Rhythmik ignorieren. Wir schauen jetzt nur mal die Linien an. Ja? Jetzt diesmal ist es natürlich normal aufgeschrieben, aber wir gucken mal. Also wir machen einen Sprung vom unten A nach oben zum A. Und jetzt spielen wir die Linie runter vom A. Der ist lang. Dann geht es weiter runter. Springen zurück zum ersten Ton. Ja, landen auf dem G. Die nächste Phrase beginnt auf dem G. Das C ist lang. Weiter runter, B. Springen hoch aufs G. Landen auf dem F. Nächste Phrase beginnt mit dem F. Und wir sind jetzt in S-Dur. As, As, G, C, B, B. Und jetzt haben wir die Töne B, A, C. Nochmal B, A, C mit einem B-Auftakt. B, A. Okay. Gut. Jetzt machen wir das mal auswendig. Ja? Die erste Phrase lernen wir zusammen und dann werden wir die gleich mal ausprobieren. Das machen wir mal zusammen. A, A. Die Rhythmik ist dum dum da 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 dum dum da 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 da
Dam, dam, da, 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 da. Zusammen. Nochmal. Ja. Di, du. Zurück zum A. Di, di. Landen wir auf dem G. Nächste Phrase ist 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Das sind hier alles Offbeats an der Stelle oder an der Stelle. Die können wir aber auch einfach als Viertel spielen. Ne? Das muss man jetzt nicht unbedingt vorziehen. Im Original, glaube ich, ist es so. Wenn man sich Joe Henderson auf dieser Platte Page One anhört, der spielt das vorgezogen. Glaube ich. Nicht, also ist gar nicht gesichert, was ich hier sage, aber ich glaube, dass es so ist. Okay, dann landen wir auf dem F und dann machen wir F, von F die S-Dur-Tonleiter. Ja, auch bleiben wir auf dem B stehen. Dann kommt As, As, G, C, B, B. Und der Schluss ist B, A, C. B, B, A, C. B, A. Okay, jetzt machen wir das nochmal. Ihr könnt auf die Noten gucken. Wenn ihr vorher ein bisschen den Melodieverlauf geübt habt, könnt ihr auch mal probieren, ohne Noten das zu spielen. Ja? Das müsst ihr natürlich für euch erstmal klar machen. Diese Schritte, ne, wo geht es immer los? Beim A geht es los, Tonleiter runter, dann hoch zum A, zum G, dann geht es beim G los, Tonleiter runter. Diese Sachen, die ich erklärt habe, das müsst ihr für euch erstmal klar machen. Und dann könnt ihr wahrscheinlich ganz gut der Melodie folgen, auch ohne Noten. Ja? Die Rhythmik könnt ihr dann natürlich nachmachen, die könnt ihr hören, wie ich das mache. Wie ihr wollt, ja? Entweder mit Noten oder direkt ohne mal probieren. Okay, probieren wir das mal. Ja, ich muss es wieder erstmal aktivieren. Okay, zurück. So, das war die Übung für die Melodie. Ihr könnt das jetzt erstmal sacken lassen, so ein bisschen, und mal gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Melodielinie lernen, Rhythmik ein bisschen hören, dann die Rhythmik später draufpacken. Ja, probiert das ruhig mal. Ladet euch das Material unten runter. Da unten findet ihr einen Link. Da findet ihr auch das Playback und das PDF. Könnt ihr euch runterladen zum Üben. Im nächsten Video geht es weiter. Da werden wir uns die ganze Form anschauen. Da werden wir uns die Akkorde ein bisschen anschauen, die Tonleitern, die dazu passen. Und werden mal gucken, wie man das üben kann, damit man nicht ständig bei diesem Tonartwechsel rausfliegt. Es gibt so ein paar Übungen dafür, wie man sich das eben drauf schaffen kann, wie man das checken kann, damit man safe ist, ne, beim Spielen. Okay,
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video teilen und ihr solltet den Channel noch abonnieren. Ja, das könnt ihr jetzt machen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt unten einfach auf Abonnieren und dann auf dieses Glöckchen. Ich warte so lange. Ja, okay. Jetzt? Ja, genau. Okay, danke. Super, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn ihr Lust habt, mit mir Saxophon zu lernen im Internet, dann könnt ihr das machen auf der Saxophon-Lernplattform saxvideotraining.com. Da gibt es auch einen Link hier unten dazu. Da gibt es auch kostenlose Kurse, könnt ihr euch kostenlos registrieren, könnt mal sehen, wie das so ist, ob das euch zusagt, ob ihr damit lernen könnt. Und es gibt natürlich viele Kurse zu allen möglichen Themen rund um Saxophon, was man so braucht. Viel über Improvisation ist da drin, Blues, Jazz, alles mögliche, Rhythmik und so weiter. Ist eigentlich eine ganz gute Plattform, um weiterzukommen. Ne? Könnt ihr den nächsten Schritt machen. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen vielleicht. Und wir sehen uns bald im nächsten Video, Teil 2 des Bossa Workouts, Blue Bossa Workouts. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Ja, macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.